Hallo, ich bin Andreas. Ich möchte euch gerne etwas aus meinem Leben erzählen. Ich zeige euch erst einmal zwei Bilder. Dieses. Und dann zeige ich euch den Erzengel Michael. Er hält die Welt, die Erdkugel in den Händen und auch das Kreuz. He's got the whole world in his hand. So. Ja, im Leben passiert Unglaubliches. Kann einem Unglaubliches widerfahren. Der Erste, der in mein Leben kam und zu mir sagte, ich sei Jesus, war ein junger Mann, der 4 oder 5 Jahre jünger war als ich. Das war 1974. Bernhard. So, er war davon überzeugt, dass ich Jesus war und Jesus bin und ist mir fast täglich irgendwo begegnet. Das ging etwa über 3 Jahre so. Zwischendurch war Bernhard in einem Kloster. Als er wieder rauskam, da dachte ich, okay, jetzt hat es sich vielleicht geändert, ging es aber genauso weiter. Aber es war für mich unvorstellbar. Ich habe zwar schon immer mit dem Bewusstsein gelebt, dass ich ein Wiedergeborener bin. Und ich habe auch eine Verbindung zu der geistigen Welt und lebe in der geistigen Welt, in dem geistigen Raum und kommuniziere in dem geistigen Raum und mit dem geistigen Raum. Aber das war für mich unvorstellbar, die Vorstellung, dass ich Jesus gewesen bin. Im Laufe der Jahre sind mir noch andere Menschen begegnet, die das Gleiche vermutet haben. Aber ich habe immer abgeblockt. Ich habe mich niemals für würdig genug erachtet. Das war einfach ausgeschlossen. Aber das Thema Christus war immer präsent. Es war da, Jesus ist mir immer wieder begegnet und ich habe ihn ganz oft in vielen anderen vermutet. Aber ich hatte auch dieses Gefühl, dass er gegenwärtig ist, also auch in diesem Jetzt wiedergeboren ist. Vor etwa 7 Jahren hatte ich auch eine besondere Begegnung. Ich begegnete einer alten Frau auf offener Straße, Anni hieß, und wir kamen ins Gespräch und sie sagte zu mir diese Worte: Andreas, Adam wurde erschaffen, um Luzifer zur Umkehr zu bewegen. Nur Adam kann es schaffen, denn nur Adam hat eine reine Seele. Ich habe lange, viele Monate darüber nachgedacht, weshalb eine reine Seele so wichtig für diese Aufgabe ist. Es gibt eigentlich nur eine logische Schlussfolgerung, dass Luzifer selber noch eine reine Seele hat. Wer ist Luzifer? Luzifer ist der Lichtbringer, der ehemals höchste Engel, ein Engelsfürst mit eigener Engelsschar. Luzifer fiel, weil er mehr sein wollte als sein Vater. Der war auch nicht bereit, den Menschen zu dienen. Er hat sie bezeichnet als Mischung von Engel und Tier.
etwas minderwertigeres als die Engelwelt. Okay. Das war also auch ein ganz typisches Erlebnis dafür, dass das Leben dermaßen lebendig ist und Botschaften bringt, einem ins Leben bringt und einem berührt. Das ist nicht kalkulierbar, das ist nicht abzusehen und man hat viel daran zu arbeiten, um da die Orientierung nicht zu verlieren. Ein nächstes typisches Erlebnis, das ist noch gar nicht so lange her, das war vor 3 Jahren. Da, wo ich damals wohnte, hatte ich gekündigt und wollte mit meinem Auto losfahren. Das Auto sprang nicht an. Dann habe ich in der ganzen Nachbarschaft herumtelefoniert. Das Haus, wo ich damals wohnte, war oben auf einem Berg und der nächste Nachbar ungefähr 1 Kilometer weg. In der Nachbarschaft herumtelefoniert, ob mich jemand anschleppen kann. Daraufhin kam ein Mann namens Hubert, einige Jahre jünger als ich, vielleicht 20 Jahre jünger als ich, hat mich auch abgeschleppt und wir kamen dann ins Gespräch, weil an dem Berg und an dieser Straße und auch in dem Ort überall Christuskreuze stehen, große Kreuze. Und ein Kreuz war ganz voller Gold und Schmuck und da sind wir vorbeigefahren. Und da habe ich ihm gesagt, also manche Kreuze passen nicht zu Jesus. Das mit diesem Prunk und Vergoldung, das ist genau das Gegenteil von dem, was die Bibel lehrt. Daraufhin sagt er zu mir, er wisse gar nicht mehr, ob Jesus überhaupt etwas Positives bedeutet. Da habe ich gesagt, ja, das bedeutet etwas Positives, aber es ist anders, als alle glauben. Dann fragte er mich, kannst du die Bibel in einem Wort erklären? Ich habe einen Augenblick überlegt und dann sagte ich ja, Nächstenliebe. Weil er wusste, dass ich ein Haus suche und gekündigt hatte, ist er mit mir hier in diesen Ort gefahren, Önsbach, hierher und hat mir dieses Haus gezeigt und sagte, das ist für dich gebaut, das ist dein Haus. Zielstraße 1. Wow. Ein halb verfallenes Haus, sehr alt, über 200 Jahre alt, 250 Jahre alt, halb verfallen. In diesem Haus hängen mehr als 20 Christuskreuze in jedem Raum, auf dem Dachboden, in den Stallungen, überall, wahrscheinlich als Schutz von der alten Eigentümerin, die da verstorben ist, sozusagen aufgehängt. Und was auch eben hier war, das sind die beiden Bilder, die ich gezeigt habe und gleich nochmal zeige. Ja, also ich bin hier eingezogen. Vor etwa 7 oder 8 Jahren habe ich die Bibel vom ersten bis zum letzten Buchstaben gelesen und habe, während ich gelesen habe, immer das Gefühl gehabt, es verbirgt sich mehr dahinter, als man durch das einfache Lesen wahrnimmt. Tiefere Botschaften, tiefere Wahrheiten, Gleichnisse, Metaphern, dass man nicht alles so interpretieren muss, dass es so wie man liest, sondern es hat eine tiefe Bedeutung. Und es ist auch wichtig, offen zu lassen, zum Teil geschieht das, was da geschildert wird, eigentlich in dieser Welt, in der materiellen Welt, in der gegenständlichen, oder geschieht manches, von dem berichtet wird, in der geistigen Welt oder in einer, zumindest in der nicht materiellen Welt, in der es zwar durchaus Erscheinungen geben kann, aber sie sind nicht aus Materie. Du kannst jemanden sehen, aber du kannst ihn nicht umarmen, weil er nicht gegenständlich ist. Wenn du ihn umarmen willst,
umarmst du durch ihn hindurch sozusagen. Und es ist ähnlich wie in der Engelwelt. Während ich die Bibel gelesen habe und auch nach verborgenen Schlüsseln und Botschaften gesucht habe, hatte ich auch nach und nach immer mehr das Gefühl, es ist anders oder eventuell anders, als es da niedergeschrieben ist. Es hat mich erst einmal gewundert, dass der Fischer Andreas, der ja der Erstberufene genannt wird, plötzlich ganz rausfällt aus der Schilderung. Von allen Jüngern wird etwas erzählt, aber von dem Andreas gibt es nur ein paar Sätze und dann ist es so, als würde er gar nicht mehr existieren. Dann habe ich mich gefragt, wieso ist das Fischsymbol ein Symbol für Jesus, wenn es da heißt, dass er Zimmermann war. Da dachte ich, das passt auch nicht ganz zusammen. Und wo dieser Spruch, ich will aus euch Menschen Fischer machen, das Fischen gehört zu einem Fischer, zu einem Seemann, einem Seefahrer und nicht zu einem Zimmermann, sage ich jetzt mal so und denke ich. Und mit der Zeit, in den letzten 2 Jahren, wurde dieser Gedanke immer tiefer und stärker, dass ich zu dieser Überlegung gekommen bin, dass Jesus und Jesus Christus zwei verschiedene sind. Jesus, der offizielle Prediger, der predigte, und Jesus Christus, sein geistiger Vater. Und sein geistiger Vater war der Fischer Andreas, der im Hintergrund wirkte. Sein Geist dehnte sich aus. Er lehrte auch schon Jahre bevor Jesus kam und sich taufen ließ, im Haus der Fischerbrüder in Kapernaum. Das war ein offenes Haus, eine Art Hauskirche für alle offen, die Interesse hatten. Andreas gehörte mit zu Johannes dem Täufer. Zu Andreas gehörten sein Bruder Simon Peter, später Petrus genannt, Thomas, den man später den Ungläubigen Thomas nannte, und Matthias. Das waren seine Verbündeten. Diese 4 Namen gibt es auch heute noch, sind alle meine Brüder in diesem Leben, meine Geschwister in diesem Jetzt. Wenn der Fischer gekreuzigt wurde, dann war der Verrat, den Judas beging, nicht, dass er den Prediger Jesus betrogen hat, weil er ihn an die Römer verriet, sondern er hat dem Prediger Jesus eigentlich, oh, ja, Augenblick. Achso, ich wurde jetzt eben unterbrochen. Sorry, jetzt muss ich erstmal den Faden wiederfinden. Der Verrat besteht dann eigentlich darin, dass Judas eben nicht den Prediger Jesus umarmte, sondern den Fischer Andreas. Wenn der Fischer Andreas gekreuzigt wurde, dann wurde der geistige Jesus gekreuzigt. Der Beiname Christus war eigentlich die höchste Form der Verspottung. Es bedeutet eigentlich der Gesalbte, ein Königstitel. Aber man hat den Andreas, das vermute ich sehr stark, erstens vergewaltigt, danach geschunden, geschlagen und dann erst gekreuzigt. Und dann gab man ihm den Beinamen Christus, die absolute Verachtung.
Das sind meine Überlegungen nach jetzt 50 Jahren. Etwa, ich beschäftige mich, seitdem ich 13 bin, mit dieser Suche nach der Wahrheit in diesem Thema und bin zu diesen Überlegungen gekommen. Und auch dazu, dass der Fischer Andreas eventuell eine Wiedergeburt von Adam war. Adam ist das Abbild Gottes. Es gibt nur ein einziges Abbild oder Ebenbild Gottes. Das ist Adam, der erste Mensch. Adam ist erschaffen und nicht im Gegensatz zu allen nachfolgenden Menschen geborener, sondern erschaffen. Der letzte Adam ist ein Titel, auch ein Name für Jesus Christus. Darum passt das alles zusammen. Auch das Alpha und Omega. Adam war der erste Mensch, der Anfang, Alpha. Wenn ich an Alpha denke, denke ich auch an Omega. Ich bin Anfang und Ende, Alpha und Omega. Das ist ein Ausspruch von Jesus in der Überlieferung, in der Bibel. Ich weiß, dass wir in der Endzeit leben oder in der sogenannten Endzeit. Aber ich glaube auch daran und weiß, dass es nach jedem Ende einen Neubeginn gibt, einen Neuanfang. Aber bevor man etwas Neues beginnen kann, ist es wichtig, dass man erst einmal alle Wahrheit findet, dass man auf Wahrheit aufbaut. Und Wahrheit ist so wichtig, weil wenn es keine Wahrheit gibt, gibt es keine wahre Liebe. Wenn es aber keine wahre Liebe gibt, wer möchte in solch einer Welt leben? Ich denke niemand. Darum ist es so wichtig, dass wir das herausfinden. Und deshalb bin ich hier. Ich bin hier, um die Wahrheit zu finden. Das ist meine Lebensaufgabe, mein Lebenswerk. Damit gehe ich Wege, die für alle eigentlich unvorstellbar sind, stelle Thesen auf, die für alle unglaubwürdig sind und laufe natürlich immer auch Gefahr, von anderen verspottet zu werden oder missachtet, für krank erklärt zu werden oder verrückt, weil es etwas anderes ist, was ich mitteile, als die offiziellen Nachrichten. Das, was ich sage und mitteile auch in meinen Videos, das ist das Leben selbst. Lebendiger Geist, Spirit. Das Leben erschafft etwas. Das Leben erschafft Leben, lebendiges Leben, Lebendigkeit, Seele. Das Leben ist Seele. Das Leben ist durchseelt, beseelt. Die Seele selbst ist Geist, Spirit. Das sind ganz wichtige Erkenntnisse. Es geht alles in unserem Alltag verloren, weil wir gar nicht so unterrichtet werden. Wir sind sozusagen von Geburt an darauf trainiert, dass wir mehr oder weniger funktionieren, bestimmte Aufgaben erfüllen, bestimmte Standards erfüllen, bestimmte Wege gehen. Letztlich, wenn man es ganz nüchtern betrachtet, kann man sagen, so wie unsere Welt heute ist, zumindest unsere westliche Welt, sind wir dazu abgerichtet, dass wir immer schauen, dass wir profitieren. Profit ist wichtig, weil dann kannst du auf der anderen Seite konsumieren. Der Konsum ist wieder wichtig, weil er dich angeblich für all deinen Stress, für die Mühe, für den Ärger auf der Arbeit, was weiß ich, sozusagen entschädigt. Scheinbar entschädigt er dich. Scheinbar macht er dich glücklich. Aber dieses Glück ist ja immer nur von ganz kurzer Dauer und man ist dann eigentlich schon noch, je nachdem, was es geht, nach ein paar Stunden, paar Tagen oder Wochen wieder innerlich unbefriedigt, geistig unbefriedigt. Man braucht wieder etwas Neues. Da gibt es eine neue Attraktion, brauche ich, will ich haben. Man hat man die Illusion, okay, und dann wird das Leben aber super schön. Bis man dann irgendwann erkennt, dass das alles eigentlich unwichtig ist.
Das Einzige, was wirklich wichtig ist, das ist unsere Seele, das ist unser Geist, Spirit, der aber nichts mit dem Gehirn zu tun hat. Spirit, die geistige Welt, spirituelle Welt, hat nichts damit zu tun, was wir hier oben denken, was da abgeht, sondern der geistige Raum ist da, präsent. Wir sind darin. Und wir können auch dieser Geist durchwandert uns. Hätten wir kein Gehirn, würde er das genauso tun. Auch Wesen, die kein Gehirn, auch ein Baum ist vom Geist durchflutet oder ein Stein kann es sein. Das heißt, alles im Leben, alle Schöpfung ist von Geist und Seele durchflutet. Und das ist das Wichtige, dass wir darauf achten, wo ist eigentlich meine Mitte, wo ist mein Zentrum und auch immer darauf achten, was sagt mir mein Herz eigentlich dazu. Was fühle ich bei bestimmten Botschaften, bei bestimmten Nachrichten, die ich höre, was fühle ich so, wie ich lebe, wie geht es mir eigentlich, darauf achten und nicht auf das achten, was einem andere verkaufen wollen. Das ist ja immer so, verkauft, verkaufen, verkaufen. Man wird schon mit Werbung totgeschlagen, du kannst ja nichts mehr machen, du kannst ja nirgendwo hingucken, keine Zeitung aufmachen, keinen Fernseher anmachen, keinen Computer machen, nichts, ohne dass da sofort irgendwelche Werbung kommt, die einen sozusagen wieder ins Gehirn hämmert. Das ist wichtig, dass man sich dafür zumacht, dafür sein Herz aufmacht und den Mut hat und auch übt, aus dem geistigen Raum, aus der Wahrnehmung Informationen zu bekommen, sich sensibilisieren, sich für die Begegnung mit anderen Menschen, aber auch mit anderen Wesen, also auch mit der Tierwelt, mit Pflanzen, mit meinetwegen, wenn du durch den Wald gehst. Mit dem, was nimmst du da wahr? Was fühlst du? Was fühlst du, wenn du in den Himmel schaust? Was fühlst du bei Wolkenbildern? Was fühlst du, wenn du nachts den Mond siehst? Was fühlst du, wenn die Sonne aufgeht? Das sind alles ganz, ganz wichtige Sachen, die sind tausendmal wichtiger als alles, was uns sozusagen beigebracht wird, was angeblich wichtig ist. Weil es de facto ganz einfach so ist, der Mensch, wenn er seinen Körper abgibt, und wir geben ja nur unseren Körper ab, weil unsere Seele unsterblich ist, kann nichts mitnehmen. Nichts. Kein einziges Haar, kein einziges Sandkorn, keinen einzigen Wassertropfen, gar nichts. Das zeigt, wie irrsinnig verkehrt der Glaube ist, es wäre wichtig, so viel Materie besitzen zu wollen wie möglich. Ist völlig sinnlos. Wirst du sowieso alles abgeben. Das lehrt dich das Sterben. Das lehrt dich, dass du nichts davon behalten kannst. Du kannst die Erinnerung behalten in deiner Seele. Sie kann sich daran erinnern. Du kannst wahrscheinlich auch in die Welt zurückkehren, weil deine Seele sich daran erinnert. Du kannst aber auch, deine Seele kann auch andere Wege gehen. Deine Seele kann sich auch nach etwas anderem sehen und sie kann über sich auch entscheiden, sie möchte nicht wieder in die menschliche Welt, die ja auch ganz, ganz viel aus Zwang besteht. Man ist als Mensch nicht wirklich frei. Und aus Schubladendenken, Schubladensystem, Machtstrukturen. Jeder möchte Macht haben, mehr Macht als der andere. Jeder möchte Untertanen haben, teilweise wie Sklaven. Und das ist, verstehe ich sehr gut, wenn Seelen sagen, nee, das reicht mir. Ich reise jetzt zum Beispiel in die Welt der Tiere. Oder ich reise in die Welt der Pflanzen als Seele und verkörpere mich dort und nehme dann auch einen entsprechenden Körper an. Und ich kann auch in die Welt der Meere reisen, meine Seele, und bin ein Wesen des Meeres. Ich kann auch in die Welt der Lüfte reisen und bin ein Wesen der Luft. Das alles ist möglich. Und das sind ganz, ganz wichtige Sachen, über die es sich lohnt nachzudenken. Ja, das wollte ich jetzt mal sagen. Jetzt mache ich aber mal Schluss, weil das ist jetzt so aus dem Bauch heraus, spontan mit 2 Unterbrechungen, die mich ein bisschen aus dem Konzept gebracht haben. Mache ich jetzt mal Schluss. Also ich bin zu diesem Ergebnis gekommen, Jesus Christus und Jesus sind 2
verschiedene Personen. Jesus Christus ist der Fischer Andreas. Darum das Fischsymbol, darum das Fischgrätenmuster im Turiner Grabtuch und darum das Erzählen von Fischen, vom Fischen, von der Fischerei. Das alles gehört zu einem Fischer, nicht zu einem Zimmermann. Auch wenn das Turiner Grabtuch wirklich echt ist, kann man in dem Gesicht sehen, dass das kein 30-Jähriger ist oder 32-Jähriger, auch nicht nach einem körperlichen Leid, weil ich kann die Seele sehen und ich kann sehen, die Seele ist älter. Sie ist de facto älter als 30 Jahre, wahrscheinlich etwa doppelt so alt. Kann also gut 60 Jahre alt sein, derjenige, der da abgebildet ist. Und ich gehe sowieso danach, was ich empfinde, meine Seele empfinde und was ich empfinde, wie andere Seelen auf mich wirken. Und wenn mir Menschen begegnen, ich sehe immer nicht nur diese äußere Form, die Gestalt, ich sehe auch immer die Seele oder fühle die Seele und dadurch weiß ich, welche Intention jemand hat oder welcher Charakter sich da vielleicht verbirgt oder welche Charaktereigenschaften. Und das ist mein Reichtum. Das ist ein anderer Reichtum, eben halt als das, was man versucht hat, mir 30 oder 40 Jahre lang beizubringen, was wichtig ist in der Welt. Ja, jetzt mache ich erstmal Schluss. Demnächst mache ich noch ein anderes Video. Ach so, ich wollte noch mal einmal das Bild zeigen. Das Bild vom Erzengel Michael habe ich gezeigt. Er hält die Welt in seinen Händen und auch das Kreuz. Jetzt zeige ich euch noch einmal dieses Bild und achtet mal darauf. Ich weiß, er frage mich, wer es überhaupt gemalt hat. Das Bild hing ja schon. Und als ich es in der ersten Sekunde sah, da wusste ich, ja, das Thema ist Wiedergeburt, Wiedergeborener, nochmal alles durchleben, noch einmal diese Reise machen. Und achtet mal darauf, wie das Tuch im Rücken gefaltet ist. Das ist gefaltet wie ein Engelsflügel. Darum denke ich, auch dieses ist der Erzengel Michael. Der Erzengel Michael ist derjenige, der am tiefsten taucht. Er sucht Satan. Das ist dieses berühmte Bild, wo er mit dem das Schwert in der Hand hat und einen Fuß auf Satans Kopf. Das ist aber ein Bild, nur um etwas verständlich zu machen. Engel kämpfen nicht mit Waffen aus Materie. Engel kämpfen mit Geist. Das heißt, ein geistiges Schwert, eine Schlussfolgerung, eine geistige Schlussfolgerung kann tausendmal schärfer sein als alle Waffen aus Materie zusammen. Michael ist der höchste Engel. Jetzt zeige ich euch das Bild. Okay, und das war's erstmal. Demnächst mache ich mal wieder weiter. Jetzt werde ich es mal posten. Okay, ciao, habt eine schöne Zeit. Und lasst euch nicht runterziehen von dem, was euch an Nachrichten sozusagen um die Ohren geschlagen wird. Glaubt an etwas Gutes, glaubt an das Gute in euch selber. Das ist wichtig. Ciao.